Grundsätzlich unterscheidet sich die Pflege von einem E-Bike nicht wahnsinnig viel von einem normalen Rad. Ein paar Sachen gibt es aber zu beachten. Zum Beispiel ein Hochdruckreiniger oder Feuerwehrschlauch oder wie auch immer sollte auf keinen Fall verwendet werden, weil da Dichtungen im Antriebssystem oder in der Antriebseinheit im Motor dem hohen Druck einfach nicht standhalten und da dann Wasser reinkommen kann und das im Endeffekt zu einem Defekt führen kann. Grundsätzlich ist das Waschen von dem E-Bike kein Problem. Wasser, am besten warmes Wasser, kann man immer hernehmen. Man sollte darauf achten, dass man gegebenenfalls den Akku, wenn man die Möglichkeit hat, ihn auszubauen, ausbaut und auch alle anderen Komponenten, wie jetzt ein Display, dass man sowas abbaut, bevor man da irgendwie mit Wasser hingeht. Und anschließend im besten Fall noch die Kontakte von Wasser befreien, bevor man dann wieder alles zusammenbaut. Grundsätzlich unterscheiden sich die Wartungsintervalle nicht sonderlich zu einem normalen Rad. Man sollte aber mindestens einmal im Jahr sein E-Bike in die Werkstatt geben und da eine Inspektion durchführen lassen. Ein E-Bike sollte grundsätzlich immer im Inneren aufbewahrt werden, eigentlich nicht draußen, wo es irgendwie Witterung ausgesetzt ist, sondern am besten immer im Inneren bei trockenen und kühlen Bedingungen. Das heißt, da soll es jetzt keine 35 Grad haben, aber auch keine Minusgrade. Sollte man den Akku ausbauen können, ist das natürlich ein bisschen anders. Da kann man den Akku mit reinnehmen und das Rad eigentlich schon draußen stehen lassen. Im Regen sollte aber grundsätzlich kein Rad irgendwie draußen stehen. Eine E-Bike-Kette ist extremer Belastung ausgesetzt und muss dementsprechend viel gepflegt werden. Das Motto "viel hilft viel" beim Kettenölen ist hier allerdings nicht angebracht. Da zieht eine Kette einfach nur wahnsinnig viel Dreck an und man bezweckt eigentlich das Gegenteil. Das heißt eigentlich nach dem Waschen die Kette an der Innenseite mit Öl benetzen und anschließend mit einem Lumpen nochmal abziehen, sodass man da jetzt nicht wahnsinnig viel Dreck ansaugt und die Kette aber trotzdem die nötige Schmierung hat. Beim Reinigen von E-Bikes, aber auch normalen Rädern, empfiehlt sich so eine Bürste zu verwenden und grundsätzlich das Reinigungsmittel auf die Bürste aufzutragen und nicht auf das Rad. So spart man wahnsinnig viel von dem Mittel und kriegt dann ein super Ergebnis. Was man da beachten sollte, ist, dass man nach dem Einreiben auf jeden Fall ein paar Minuten das Reinigungsmittel einwirken lässt. So löst sich der Dreck einfach nochmal viel besser und das Ergebnis wird noch schöner. Der TQ Pro-Tipp zum Kettenölen von E-Bikes ist die Schiebehilfe. Und zwar haben wenige E-Systeme die Möglichkeit, beim Rückwärtsdrehen der Kurbel auch die Kette mitzubewegen, da ein Freilauf im Antriebssystem drin ist, der das voneinander entkoppelt. Wenn ich aber das Rad in einen Montageständer reinhänge und dann die Schiebehilfe betätige, dreht sich natürlich die Kette mit und währenddessen kann ich an sich das Kettenöl an der Innenseite der Kette auftragen.